Herzlich willkommen im neuen Video. In diesem Video beschäftigen wir uns mit der Installation von SynOCR. Dieses ist ganz einfach. Zuerst einmal findet ihr auf unserer Kanalseite die ganzen Links, die notwendig sind, und natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Wir gehen mal ins Forum, ins Synology Forum mit unserem Tweet, und dort findet ihr gleich auf der ersten Seite die Download-Möglichkeiten für die beiden Pakete, einmal für DSM 6 und 7, und wir laden uns jetzt hier die 6er Version für das etwas ältere NAS, wie schon erklärt, die 411 Plus. Dort gehen wir dann auf manuelle Installation, nehmen das Paket und laden dieses und führen die Installation aus. Wir akzeptieren die Lizenzbedingungen, den Hinweis, dass es sich um eine Drittanbieter-Software handelt, führen dann die Installation durch. Das ist jetzt auch schon erledigt. Und jetzt öffnen wir SynOCR das erste Mal. Wir müssen jetzt einige Dinge noch tun. Zuallererst richten wir uns auf dem Syn einen Sharefolder ein. Ihr könnt natürlich auch einen vorhandenen nehmen, das ist gar kein Problem. Ich mache mir jetzt mal hier einen neuen Ordner, weil ich habe noch gar nichts drauf. Das System ist ja fast leer, außer das Backup. Das nennen wir halt jetzt mal hier Scanner. Das kann auch Scan heißen oder wie auch immer ihr das nennen möchtet. Und als Verweis schreiben wir, oder als Kommentar schreiben wir noch SynOCR mit rein. Das war's auch schon. Damit ist das Share angelegt. Im nächsten Schritt brauchen wir für SynOCR natürlich noch Verzeichnisse, in die hineingescannt wird, beziehungsweise das OCR ausgeführt wird, dann abgelegt wird für das Log, für das Backup, Input- und Output-Ordner, wie gerade gesagt. Die legen wir uns jetzt hier mal an. Zuerst den Input-Ordner, dann Output, Backup und Log. So, ich habe das Ganze mal getan hier schon, etwas übersprungen, damit es schneller geht. Danach kopieren wir über Eigenschaften uns den Pfad, den Absolutpfad dort raus und kopieren uns das dann unter allgemein eben SynOCR in die Pfade der Verzeichnisse hinein. Ihr seht jetzt hier, das habe ich schon gemacht. Wenn die Pfade gefunden werden, die Verzeichnisse, dann ist das Verzeichnis hinten grün angezeigt, ansonsten seht ihr dort ein rotes Kreuz. Im nächsten Schritt kopieren wir uns unter der Hilfe von SynOCR dieses Skript. Das ist nur der Pfad zu dem Skript natürlich. Und legen uns jetzt in der Systemsteuerung unter Aufgabenplanung eine neue Aufgabe an. Und diese soll das Skript, dieses benutzerdefinierte Skript, zu bestimmten Zeiten ausführen. Wir wählen halt einen Namen und ganz wichtig ist, der Benutzerroot muss eingetragen sein. Und hier können wir dann als Zeitplan bestimmte Zeiten angeben, in denen ihr das ausführen wollt. Ihr könnt es auch verwenden gleich, um SynOCR automatisch ausführen zu lassen. Jede Stunde, alle 5 Minuten, wie immer ihr das wollt. Ich mache das jetzt ja einmal täglich. Trage das jetzt hier ein. Unter Aufgabeneinstellung kommt jetzt natürlich noch das Skript, was wir ausführen wollen. Das kopieren wir uns da rein und legen das Ganze an mit OK. Führen dieses Skript dann einmal aus. Ja, damit ist SynOCR bei euch eingerichtet. In den nächsten Videos schauen wir uns an, was im GUI einzustellen ist, welche Einträge zu machen sind, damit ihr das auch wirklich nutzen könnt. Und ich verabschiede mich für dieses Video. Bis dahin, ciao.